Was der Mann aus dem Wasser zog, schockierte alle und veränderte sein Leben völlig. Die Geschichte beginnt an einem schönen Tag, als er und seine Kollegen auf einem Boot auf dem Fluss am Fuße eines steilen Felsbergs entspannten. Plötzlich sah er von weitem ein Tier im kalten Wasser kämpfen, das von der starken Strömung direkt auf sein Boot zugetrieben wurde. Ohne zu zögern, steuerten der Mann und sein Freund das Boot sofort geschickt durch die Strömung, um zu verhindern, dass das Tier weggespült wurde. Als das Boot näher kam, streckte er seine starken Arme aus, packte das Tier am Genick und zog es aus dem wirbelnden Wasser. In diesem Moment erstarrten beide, als sie erkannten, dass es sich um einen erwachsenen Kojote handelte, der völlig nass und regungslos war. Vielleicht ist es ausgerutscht und von einer Klippe gefallen, wurde vom Wasser mitgerissen und war völlig erschöpft und konnte nicht mehr weiter schwimmen. Sein Körper war kalt und schlaff wie ein nasses Handtuch, seine Augen waren vor Angst halb geöffnet, sein Blick noch immer wild und höchst wachsam. Obwohl es sehr schwach war, versuchte das Tier dennoch, seine Zähne zu zeigen und zu knurren, um sich gegen Fremde zu verteidigen. Doch der Mann sah in diesen Augen noch etwas anderes: Hilflosigkeit, Verzweiflung und einen starken Lebenswillen. Als ihm klar wurde, dass das Tier eine schwere Beinverletzung hatte und nicht in der Lage war, allein zu überleben, traf er eine mutige Entscheidung, die nur wenige Menschen zu treffen wagen würden. Er brachte den Kojote nach Hause, adoptierte ihn und pflegte ihn wie ein Haustier. Die ersten Tage waren nicht einfach. Der Wolf war völlig wild, fletschte ständig die Zähne und knurrte jeden an, der ihm zu nahe kam, auch den Mann, der ihm das Leben gerettet hatte. Aufgrund der Wunde war es bewegungsunfähig, doch sein Überlebensinstinkt hielt es auf der Hut und war bereit anzugreifen, wenn es Gefahr sah. Der Mann ließ sich nicht entmutigen, saß geduldig daneben, stellte ruhig Futter daneben und berührte das Tier auf keinen Fall, bis es fertig war. Dann, eines Tages, fraß der Wolf das ganze Fleisch, ohne weiter zu knurren. Sein Blick war noch immer wachsam, aber nicht mehr so panisch wie zuvor. Mit der Zeit gewöhnte es sich allmählich an die geduldige Umarmung und seine Haltung entspannte und wurde sanfter. In einem warmen Zuhause lernen Tiere, zu vertrauen, zu lieben und auf die aufrichtige Zuneigung freundlicher Menschen zu reagieren. Mit der Zeit wurde er sanft wie ein Haushund, spielte gern und wedelte sogar mit dem Schwanz, wenn sein Besitzer ihn jeden Nachmittag spazieren führte. Jedes Mal, wenn der Mann rief, rannte es sofort herbei und seine Augen leuchteten vor Freude wie die eines kleinen Kindes. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Geschichte zu lesen. Wenn Sie es interessant finden, vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen. Auf Wiedersehen und auf ein Wiedersehen.